Guten Appetit. André, Ja, wie lange gibt's euch schon? seit 1975. 75, Ja, meine Eltern vorher und jetzt ich eigentlich mit meinem Bruder zusammen, ne? also 50 Jahre, Jubiläum. Nächstes bald. Jahr 50, ja. Ja, erzählst du mir gleich was. Ich denke. Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn du hier auf der Ecke guckst, hier gibt es ja eigentlich gar nichts mehr an Geschäften. Nee, das sehe ich in der Straße. Also. Ja, nur, genau, nur Straße. Hallo. Hallo. Einmal 2 halbe Hähnchen und 2 Pommes bitte. 2 halbe, 2 Pommes. Gerne. Brauchst du Ketchup oder Mayo, junge Dame? Alles klar. Was haben wir? Nein, er hat einen YouTube-Kanal und er will uns da drin immer verewigen. Ja. Heißt, kannst du nachher gucken, heißt Hungrige Stadt. Hummelige Stadt. Hungrige Stadt. Darf ich einmal drauf zeigen? Na klar. Bist du jetzt hier zum ersten Mal? Ja. Nein. Also nicht zum ersten Mal. Öfters? Okay, jetzt bist du rauf. Danke. Wie du wolltest. Wie lange brauchst du ein Hähnchen? 30, 40 Minuten? Länger? 2,5 Stunden. 2,5 Stunden. Wenn sie so sein sollen wie meine, ja. Geht natürlich auch ein bisschen schneller, aber bei der richtigen Temperatur. Also der Optimalfall ist 2,5 Stunden. Gewürz? Mayo oder Speck? Kartoffelsalat. Mayo. Alles klar. So, junge Dame. Das sind 30 bitte. Jetzt bist du wieder drauf. Lasst es euch schmecken. Ciao. Ausgemachte Salate? Alle von Herrn Popp. Ich lasse das Profis machen. Die können das besser wie ich. Okay. Das heißt speziell für euch angefertigt? Nein, Popp ist der größte Salathersteller, glaube ich, in Deutschland. Pop? Popp, ja. Okay. Spezial ist unser Gewürz, das haben wir selbst entwickelt. Unsere Mayonnaise rühren wir selber an. Nicht besonders.
Bei den anderen Sachen sollte man einfach auf Frische und gute Qualität achten, dann kommt auch was Anständiges dabei rum. Ja, das auf jeden Fall. Also ist das nach eurer eigenen Rezeptur? Also bestimmt Also das Gewürz, was da drin ist, ja. So schmecken nur unsere Hähnchen. Und die Hähnchen selbst, wo kommen die her? Aus Holland. Also 2,5 Stunden. Jo. Damit die schön gegrillt ist, ja? Jo, dass es auch weiches Fleisch ist. Dass das nicht trocken wird. Darum, wenn du es ein bisschen höher ist, das schnell trocken, das Fleisch. Ist das schon hier, wie es auseinander geht, schön zart. So muss ein Hähnchen aussehen, Alter. Also wo normalerweise auch trocken ist, dass es auch weich bleibt. Ja, dann fühlt sich das einfach nicht trocken an. Wenn das weich und zart ist, dann hast du nicht das Gefühl, dass du auf irgendwas rumbeißt, was immer mehr wird. Einmal normales Salz und dann unser Spezialgewürzsalz, auch unsere eigene Mischung. Wie jetzt oder? Das ist Spezial, ja. Das ist ein bisschen Paprika, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz, von allem ein bisschen. Dankeschön. Schönen Tag dir. Also wie du sagtest, angefangen ist es 1975 haben meine Eltern den Laden aufgemacht. 76 bin ich geboren. 75 ist der Laden aufgemacht worden. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht, wollte hier eigentlich nie arbeiten. Irgendwann war hier Not am Mann. Als was Ausbildung? Erst als Restaurantfachmann, dann als Rohrleitungsbauer beim Hamburger Wasserwerk. Guten Abend. Ja. Mahlzeit. Ich hätte gerne ein Hähnchen zum Mitnehmen. Halbes oder ganzes? Ein ganzes, aber schneiden. Genau. Und wie war das, dass die Eltern hier, man sah sie ja nichts rum, also Hä? hier ist ja auch keine Laufkundschaft, also hier ist wirklich... Nee, wir leben eigentlich fast nur von unseren Stammkunden. Dafür Aber- musst du natürlich auch eine gewisse Ware anbieten, ne? Dass die Leute wiederkommen. Und die meisten kommen recht häufig wieder. Also auch ohne Laufkundschaft, man hat entschlossen, 1975 hier einen Laden aufzumachen. Ja, wir haben hier zwei ganz große so Wohngebiete, ne? Da unten im Sonnland, da wohnen richtig viele Menschen. Möllmannsberg ist ein kleines Stück weiter. Und sobald sich das erstmal rumgesprochen hat, wo du anständiges Essen für nicht so viel Geld kriegst, dann lübt das auch auf. Ja. Er hat Cola oder Bier? Cola oder Bier? Gut. Als Kind habe ich immer gesagt, niemals stelle ich mich in die Hütte hier rein. Dann hatten meine Eltern vor 20 Jahren keine Leute und haben mich gefragt, habe ich natürlich ja gesagt. Ja, seitdem bin ich hier. Seit 20 Jahren? Ja, und will auch nicht mehr weg, glaube ich. Okay, also du und dein Bruder? Ja. Das zusammen, ja? Das war also ein richtig deutscher Imbiss, wie man früher oft kannte. Currywurst, Frikadelle, Schaschlik, Schnitzel, Burger, ja, Hähnchen halt. Und das war die Grundidee von Anfang an so? Ja, das war die Grundidee von meinen Eltern von Anfang an. Wir haben auch in den letzten 20 Jahren nichts an Ware dazugenommen, also keine Produkte, die mehr auf der Karte stehen. Immer noch alles einfach, was man so auch alleine, man muss, wie gesagt, wir sind meistens alleine hier, dass du das auch dann alleine handeln kannst, ne? Vorbereitung ist natürlich immer alles in unserem Geschäft. Ist die Rezeptur gleich geblieben? Wie Ja, hier wird nichts verändert worden.
Boris, holst du mir gleich nochmal das andere Blech? Super. Die Cola kannst du im Auto lassen, holen wir uns morgen oder heute Abend von Agi. Ja, das ist mein Bruder. Okay. Ja, die Firma gibt es schon nicht mal mehr, Eloma, wie der Grill früher hergestellt worden ist, der Grill da oben. Eloma, die Firma gibt es schon ewig. Ah, okay. Aber die Grill gibt's immer noch. Ja, wie gesagt, wir haben einen, der macht das, also früher hat sein Vater uns die Dinger immer repariert, jetzt macht er das. Aber der geht jetzt auch in Rente, also wir haben sie beide überlegt. Mal gucken, wer danach kommt. Also ist Abendtresen hier oder? Oder? Also den haben wir einfach nur so gebaut hier, also da ist auch kein Fassbier mehr drin, das haben wir alles nicht mehr. Früher war das viel gefragt, aber wie heute eine frische Flasche Bier ist genauso gut. Okay. Aber jetzt nicht mehr, also. Nee, also Bier haben wir nur noch in Flaschen, nicht mehr im Fass. Früher hatten wir Sparklub und solche ganzen Sachen, was man alles kennt, hatten wir hier alles. Ja, Fassbier muss ja schon morgens zukommen. Ja, musst du immer sauber machen, das ist einfach viel Arbeit. Aber dafür hat er die Energie in die Hähnchen gesteckt. Hä? Dafür hat er die Energie in den Hähnchen Ja, reingesteckt. das ist gut, ja. Ja. Wie gesagt, ich sage ja, wir arbeiten beide genug, also versuchen wir dann natürlich so wenig wie möglich noch extra uns Arbeit aufzubürden. Dankeschön. Lass dir schmecken. Dankeschön. Dankeschön. 15. Ja. Weißt du selbst? Wie bitte? Wie heißen sie es? Murat. Murat. Bestimmt auch viele Hähnchen probiert, oder? In Hamburg? Ja, viele. Also hier ist das Top-Hähnchen. Nee. Also ich war schon überall in Hamburg. Auch wichtig. Sehr wichtig. Wie es so nett aussieht, ne? Jetzt sieht man ja, guck mal, wie weiß es ist. Ja. So lange, dass das für viele tatsächlich so eine Kindheitserinnerung auch hier sind, ne? Ja, das heißt, sie sind seit. Von der Schule hierher, vom Schwimmbad hierher. Ja, mit meiner Mutter immer hier gekommen, wo wir von Schwimmen gekommen sind, immer hier in Pommes geholt. Also das heißt, Extra mit dem Bus musste er herfahren, Hähnchen holen. zum ersten Mal, als sie wie viel war? Ja, 10 Jahre alt war. 10 Jahre. Also seit, ja, Wahnsinn. Also 40 Jahre schon hier 40 Stammkunde. Jahre, ja. Hier schon Stammkunde. Ja, Wahnsinn. Wir haben früher mal mit Mansberg gewohnt und mit dem Bus sind wir hier gefahren. Haben extra unsere Hähnchen geholt. Unsere Bonbons gab es hier noch, hat die Mutter uns immer Bonbons gegeben. Ja, toll. Das sind die Cheeseburger, mal anrühren. Ja. Reiß mal rein. Und, was sagst du? Ja, lecker. André, vielleicht ein paar Wörter zum deutschen Imbisskultur, German Fast Food, German Imbisskultur. Ja, wie gesagt, es muss einigermaßen schnell gehen. Es muss gut schmecken. Es darf nicht zu teuer sein. Ganz einfach. Okay, ja. Also eigentlich nennt man das ja Fast Food, obwohl ein 2,5-stündiges Hähnchen man ja nicht Fast Food nennen kann. Das ist ja eher ein Slow Food. Aber Okay. wie gesagt, dann musst du immer einen knackigen Spruch auf den Lippen haben. Das kann man natürlich auch nicht lernen. Das hast du entweder oder hast du nicht. Also nächstes Jahr seid ihr 50 Jahre. Richtig. Aber dann geht's weiter, oder? Ja, dann geht's weiter auf jeden Fall. Hi, mein Freund. Ja. Ja. Hier essen? Große Spezi? Auch ein Burger? Ja. Okay, setz dich. So, dann siehst du Stammkunden, die essen fast immer dasselbe, wenn sie herkommen. Ja. Und das ist ja für mich immer ein Zeichen, dass das einigermaßen schmecken muss, wenn die Leute immer dasselbe essen, ne? Wenn die wiederkommen, dann auf jeden Ja, und Fall. dann auch noch dasselbe essen, ne? Ja. Also das Currywurst von Salzbrenner natürlich. Machen wir noch ein bisschen Werbung für die Jungs. Das ist einfach die beste Wurst, die du in Hamburg verkaufen kannst, die Salzbrenner. Dazu eine anständige Soße.
also eigentlich machen die Menschen ja das Pulver immer aufs Ketchup oben drauf, aber bei mir ist das ein bisschen anders. Ich mache es immer da unter. So ein Alleinstellungsmerkmal meinerseits. Dann weiß man, die Currywurst ist von mir. Okay. So, super. Ja, wunderbar. 2,5 Stunden. Ja, wie gesagt, ich krieg's ja auch ein bisschen schneller fertig, wenn es sein muss, aber darum lieber ein bisschen früher reinhängen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich sage immer, vergleich das mit dem Gulasch. Wenn du ein Gulasch zu schnell fertig machst, ist das Fleisch zäh. Genauso ist es mit dem Hähnchen auch. Wenn du es zu schnell fertig machst, ist es zäh und trocken. Also kleinere Temperatur, länger braten, dann bist du auf der guten Seite. Und wie gesagt, was ich dir eben gezeigt habe, kann ich dir fast in jedem Hähnchen zeigen. Überall geht die, siehst du, hier geht das auch schon wieder auseinander, wie es sein muss. Schön zart und weich. Burger kommt gleich. Morgens sind wir meist um 8:30 hier. Mein Bruder fängt morgens meistens früh an, ist um 8:30 hier. Dann füllt er die mit Gewürz, dann legt er sie ein bisschen ein. Ja, und das dauert dann meist eine halbe Stunde, bis das eingeweckt ist. Dann läuft das schon wieder raus als Flüssigkeit und dann kann er sie aufziehen. Hallo! Und dann kommen sie halt in die Kühlung. Ja. Oder wir machen nur ein ganzes Ja. mit Pommes. Einmal Pommes? Ja. Und was wolltest du haben? Cheeseburger. Das einmal und ein Cheeseburger dazu. Also einmal Pommes oder zweimal? Dann machen wir einmal Pommes. einmal Alles drauf, Gurke, Röstzwiebel, Spezialsoße? Nein, ohne nichts. Nur die Soße. Nur Soße und hier Käse, weil meine Frau mag. Okay, alles Sie klar. ist nicht so der gesunde Mensch. Kein Problem. Aber sie hat dich ja genommen, das ist ja gesund für sie. Also, ist worüber das. reden wir? So ist das. Alles gut. Das ist der Und Pommes Salz oder Gewürz? Gut. Die Dame. Gerne. Da liege ich schon mal 2 Zehen. Guck mal, leg mal den dazu. Und ich greife jetzt einfach mal mein Portemonnaie. Die sind dran. Und du drehst hier. Ja, für YouTube. Für YouTube? Ja, Boah, geil. jetzt bist du drauf. Hungrige Stadt. Ja, geil. Geiles Video. Und wann kommt das raus? Ein paar Wochen. Jetzt eine Woche, 2 ungefähr. Okay. Geil. Ja. Kann ich nur empfehlen hier, Iris. Kann ich nur weiterempfehlen. Bester Mann hier. Dankeschön. Was Ja. kriegst du? 17,70. Dankeschön. Ich danke dir. Bestes Hähnchen Dankeschön. hier in der Hood. Oder was sagst du? Ja, ich will mein Essen ja nicht selber loben, aber ich würde sagen ja. Auf jeden Fall kann ich nur Und nicht nur bei uns in der Hut. Ich glaube, das geht sogar noch weiter. fast in ganz Hamburg, glaube ich. Das stimmt. Das Hähnchen nicht, was ich habe. Das stimmt, das stimmt. Da kommen Leute aus ganz Hamburg her, ne? Ja. Das stimmt. Bestes Hähnchen. Kann ich dir nur empfehlen. Weißt du schon, was du kriegst? Ja? Eine Currywurst und ein Cheeseburger. Alles klar. Welche werden jetzt rausgenommen? Die Die hinterher. dahinter sind länger drin.
Wie viele Runden drehen die hier? Ja, das habe ich tatsächlich noch nie gezählt. Du siehst ja, dass ich die meiste Zeit in Action bin, wenn was los ist hier. Ja, ist schon, wie gesagt, das Gute ist tatsächlich für uns, dass du wirklich in dieser Branche kaum noch Konkurrenz hast. Es gibt wirklich einen deutschen Imbiss, musst du wirklich suchen. Ja. Und du als YouTuber wirst das wissen, du kommst durch die Stadt, es gibt keine richtige deutsche Imbisse mehr. Die Kneipen Ja. sterben ja auch langsam alle aus. Es werden immer weniger Kneipen, früher gab es ja hier tausende von Kneipen. Ja, das stimmt. Und auch die Preise, ne, die sind hier noch sehr human, wenn du das mit anderen Geschäften vergleichst. Ja. Und ein ganzes 10 Euro. 50. 10,50 Euro. Was sollte denn gemacht werden, um jetzt, dass man mehr von deutscher Kultur, deutschen Imbisskultur sieht? Ja, es müssten halt Leute den Mut haben, solche Geschäfte noch zu eröffnen. Aber das gibt's ja nicht mehr. Wie gesagt, also nicht falsch verstehen, aber wenn ihr ein Geschäft zumacht, dann kommt da entweder ein Döner rein oder ein Chinese, ne? Und wir existieren ja tatsächlich auch nur durch die Stammkundschaft. Wie du sagst, es gibt kaum Laufkundschaft hier, aber die Leute, die kommen halt regelmäßig. Ja, wenn man aus dem Fenster guckt, dann ist hier nur Straße. Ja, spazieren gehen tut hier keiner. War logisch. Das heißt, die HSV-Fans kommen dann hier hin? Hier? Ja, einmal die Woche, einmal im Monat treffen wir uns hier, sind 17 Leute. Du bist da auch dabei, ja? Ich bin natürlich auch dabei. Okay. Okay. Ja, das ist. Sowas gibt es nur einmal. Da sind über 400 Aufkleber drauf, die haben wir selbst entworfen, die Decke sozusagen. Diese beiden Decken, das sind Unikate. Das heißt, auf einen. Wir haben uns eine Decke genommen, so eine wie meine, und die haben wir komplett dann beklebt und dann haben wir sie einmal von beiden Seiten mit. Ah, okay. Alles HSV. Alles HSV-Aufkleber. Aufkleber. Ja. Das heißt, du verpasst kein Spiel. Ja doch, ich muss ja arbeiten, ne? Ja, aber wenn es passt, dann okay. Wenn es passt, dann gehe ich. Samstag ist ja unser Ruhetag, da gehe ich dann ab und zu mal ins Stadion. Aber wie gesagt, ich hatte 20 Jahre Dauerkarte irgendwann. Muss man auch nicht mehr immer im Stadion sein, da kann man sich das auch von der Couch zu Hause schön auf dem Fernseher angucken. Ja. Aber so 6-7 Mal im Jahr bin ich dann schon im Stadion. Aber von St. Pauli hältst du nicht viel, oder? Ja, wie gesagt, was heißt, ich bin HSV-Fan, ne? Das sucht man sich ja nicht aus im Leben, man ist Fan von einer Mannschaft, warum weiß ich? Na gut, mein Vater hat mich damals mit ins Stadion geschleppt und dann war es einfach so. Also ich bin keiner von denen, die St. Pauli was Schlechtes können. Nur ist das natürlich schwer für einen HSV-Fan, dass sie im Moment eine Liga höher wie wir spielen. Das ist jetzt das erste Mal in 100... Dass die jetzt St. Pauli höher spielen als HSV? St. Pauli hat das erste Mal, seit 110 Jahren stehen die das erste Mal vor uns, kann man sagen, ne? Okay. Ja. Aber auch das verkraften wir. Wir haben in den letzten Jahren schon viel mitgemacht als HSV-Fans. Ich sage ja, wir sind leidgeprüft. Okay. Uns werft nichts mehr aus der Bahn. Ja. Gehen Sie schon zum Laden hier? Ich? Ja. Vom Laden? Ja.
Zum Mann hier. Seit? Wie lange du schon hierher kommst, Manfred? Habe ich Ihnen erzählt von Anfang an. Von Anfang an, 74. Du, ja, okay. Ja, also 50 Jahre. Wahnsinn. Und der beste Imbiss, den es hier gibt. Ich gehe gern her, hier wird man gut bedient und alles gutes, appetitlich, alles hier, man schmeckt alles gut und mit freundlich, alles mal gut, das kann man nicht meckern. Alles Gute. Und, welches? Ja, das sieht doch schön knackig aus hier, würde ich sagen. Ja. Ein alleiniges Merkmal von uns, dass wir nicht liefern. Wenn du bei uns essen willst, musst du hier halt hierher kommen, ne? Wenn du siehst, dass McDonald's und Burger King mittlerweile schon liefert. Das heißt, wenn die überbleiben, nimmst du die mit? Also ich habe tatsächlich ein paar Leute hier, ich habe immer so ein, zwei ältere Frauen, Rentnerinnen, die rufen mich dann abends, denen habe ich die Nummer, die rufen dann abends zum Feierabend an, fragen, ob ich welche übrig habe, den schenke ich die dann. Sieht auf jeden Fall gut aus. Die fertig, die jetzt auch fertig, die in einer halben Stunde und die so in einer Stunde. Perfekt. Mhm. Und wenn das dann jetzt mal einbricht und gar nichts mehr los ist, dann stelle ich den Grill halt auf klein, ganz klein, dass sie dann werden die ein bisschen warm gehalten, dass sie nicht vertrocknen und so und nicht kalt werden. Mhm. Ja. Das geht natürlich auch immer nur eine gewisse Zeit. Also du musst schon auch was verkaufen, sonst hast du nachher dann nur noch so trockene Dinger drin, die kein Mensch essen möchte. Mhm. Irgendwas dazu? Salat oder Pommes? Nee, lieber Salat, ja. Sag mal. Den Gurkensalat, wenn ich gerne. Gerne. Ja. Ich muss ja ganz nach Bergen. Da sind die Pommes kalt. Ja, deshalb. Siehst du, der Herr kommt ganz aus Bergedorf, um Hähnchen zu essen. Ja, Wie sieht das aus? wunderbar. Ja, auf jeden Fall. Jürgens Mauhähnchen, aber weißt du, wenn du da nach 15 Uhr kommst, dann fliegen die alle auseinander. Das ist irgendwie das wird dann spät für die Hähnchen. Das ist immer nur so warm, weißt du? Ja. Du weißt ja, wo du hinkommen musst. Genau. Als alter Horner Genau. bin ich ja immer öfter mal hier. Alter Jörs, junger Jörs, Bruder Jörs und so weiter. Die gibt es natürlich, also hier im ganzen Raum gar nicht. Und ich weiß nicht, wir hatten irgendwo in der Innenstadt. Die haben dann aber kein Hähnchengrill, sondern die haben dann nur eine Wurst oder so, weißt du? So, hier gibt's was Leckeres zu essen hier. Oh, filmen Sie mich? Ja? Oh, okay. Ja. Und für was ist das, wenn ich frage? YouTube. Oh, Heißt Hungrige Stadt. oh, okay. Ja, ja. Okay. Also wenn Sie ein leckeres Grillhähnchen möchten, hier drinnen. Ja, ich bin hier schon öfters am Essen gewesen. Schmeckt sehr super. Kommt aus Kann ich nur Büstedt? weiterempfehlen. Ja, ich wohne hier. Okay, ja, okay. Fahren öfter hier die Busse? Ja, aber da tatsächlich immer eine Verspätung, muss ich mal sagen. Ja? Ja, Okay. keine Beschwerde an HVV. Wahnsinn. Ja, okay. Alles klar, wo geht's hin? Ab nach Büstedt einmal im Center ein bisschen shoppen. Und ja.